Hallo, liebe Exoten und Gartenfreunde. In diesem Video geht es um den subtropischen Kletterkaktus. Wir nennen ihn Drachenfrucht oder Pitahaya. Hier mein Erfahrungsbericht über 2 Jahre. Das Thema wird weltweit populärer, in Deutschland zum Beispiel als Kaktus des Jahres 2021. Daher mein Selbstversuch mit diesem faszinierenden und sehr schnellwüchsigen Kletterkaktus. Gestartet habe ich im Frühjahr 2020 mit Sämlingen. Ein Jahr später kam der Kickstart mit Stecklingen von mehreren Hybriden hinzu. Es geht mir besonders um einen ordentlichen Zuwachs schon im ersten Jahr, auch unter nicht so idealen Bedingungen. Auch Blüten wären toll. Ob es mit Früchten klappt, wir werden sehen. Um mit Sämlingen zu starten, genügt eine Frucht aus dem Supermarkt. Ab 5 € seid ihr dabei. Am häufigsten ist die rote Frucht mit weißem Fruchtfleisch, hauptsächlich aus Vietnam erhältlich. Saisonal ist auch die sehr süße und gelbe Frucht Megalanthus bzw. Palora oder Columbiana erhältlich. Rotfleischige konnte ich noch keine ergattern. Obwohl geschmacklich nicht so attraktiv, ist die Vietnam White als Sämling zum einfachen Einstieg interessant, angeblich auch als universeller Bestäuber für andere Sorten. Sämlinge bekommt man auch schon vorgezogen im Gartencenter. So, hier noch die Vietnamese White. Die sind gleich alt, 2020 gesetzt. Und erste Austriebe nach oben. Untere Seitentriebe werden entfernt. So wie der hier. Die waren viel zu eng zusammengesetzt. Um zu sehen, ob sich das Ganze beschleunigen lässt, habe ich dann 3 Stück in einzelne Töpfe umgesetzt. Das hat ihnen offensichtlich gefallen. So vereinzelt und hochgebunden wuchsen sie deutlich schneller. Dann im Sommer erneut umgetopft, erreichen sie 10 Monate später 1 Meter. Immer noch nicht schnell genug? Auch wenn die Sämlinge aus der gleichen Frucht stammen, sind sie nicht zur Mutterpflanze identisch. Es dauert mindestens 5 Jahre vom Sämling bis zur ersten Blüte. Damit es schneller geht, kann man seinen Sämling auf eine Unterlage pfropfen. Im Gartencenter bekommt ihr zum Beispiel einen Erdbeerkaktus mit passender Unterlage. Bei der Unterlage solltet ihr darauf achten, dass sie kräftig ist. Die Unterlage ist unbekannt und höchstwahrscheinlich auch eine Vietnam White. Das gelingt nicht nur mit Sämlingen, sondern auch mit Teilen von älteren Stecklingen. Wichtig ist dabei die Verbindung mit dem Cambium, was in der Mitte sitzt. Wenn es gelingt, sieht man zumeist an der Spitze den ersten Austrieb. Auch kann stattdessen an der Unterlage ein unerwünschter Austrieb das Wachstum des aufgesetzten Pflanzenteils hemmen. Man sollte nur den oberen Austrieb belassen. Das Pfropfen gelingt eher in den Sommermonaten. Im Winter fehlt die Wärme und es dauert länger. Dieser sehr kleine Steckling, eine Makisupa, war schwer zu pfropfen. Immer wieder vergammeln Stellen. Doch zu meiner Überraschung beginnt er weiter unten mit Wachstum. Um das Wachstum auf diesen Punkt zu konzentrieren, habe ich den kranken Teil entfernt. Das Ergebnis nach 2 Wochen. Sollte das Pfropfen gar nicht gelingen, so beginnt der Steckling selbst mit Neuaustrieb. Ich habe das bei einem zugelassen und einen Zuwachs bei dieser unbekannten Sorte von 1 Meter innerhalb eines Jahres erhalten. Da es sich vermutlich um eine reife Unterlage handelt, hoffe ich über diesen Weg eher eine Blüte zu bekommen. Im Gartencenter findet man im Sommer 2-jährige Stecklinge, leider unbekannte Sorten. Dort mit spanischer Beschreibung Amarilla, Gelb oder Roja, Rot, was aber nicht auf die Sorte schließen lässt. Soll es jetzt noch schneller gehen, hilft nur eins: Stecklinge, Klone. Am besten Klone bekannter Sorten von Pflanzen, die schon gefruchtet haben. Im besseren Klima blühen die schon nach 6 Monaten oder einem Jahr. Im Mai ist die beste Zeit, so startete ich im Mai 2021 zunächst mit selbstfertilen Sorten. Der American Beauty G2 oder der Sugar Dragon S8. Zusätzlich auch noch mit einer Vietnam White ähnlichen, der Golden Dragon, die außen gelb statt rot sein soll.
Im März eingesetzt, dauerte das Bewurzeln bis Ende April, also so 4 Wochen insgesamt. Dann die Stecklinge aus 2021, Golden Dragon, American Beauty, Thomson S8. Bei der Golden sieht man erste Wachstumsspuren, Luftwurzeln entwickeln sich weiter und der erste Trieb. Nach einem Monat in Perlit und Kokos Hum. Bei der American Beauty noch nichts zu sehen. Bei Thomson S8 erste Entwicklung vermutlich hier. 10 Tage später ebenfalls die Sugar Dragon und die Golden Dragon. Bei der American Beauty noch nichts zu sehen, dafür hier aber im Vergleich meine Sämlinge. Noch einen Monat später die Sämlinge Anfang Juni. Mitte August sind sie dann über die selbstgebaute Stütze aus Kabelbindern und Bambus hinausgewachsen. Ende Mai 2021 hatte ich den Stecklingen eine Rankhilfe gebaut. Dieses sollte stabiler sein, da die Pflanzen später ein starkes Gewicht haben. Der Topf sollte groß, jedoch noch transportierbar dimensioniert werden. Pro Pflanze werden 20 Liter benötigt. Die Wahl fiel auf einen stabilen 45 Liter Behälter mit Griffen für je 2 bis 3 Stecklinge. Ende Mai eingepflanzt, sind sie in den warmen Monaten dann kräftig gewachsen und Mitte August schließlich oben angekommen. Oben habe ich sie dann gekappt, damit die Schirmbildung oben einsetzt. Die gekappte Stelle trocknet ein und man beobachtet, dass der Trieb insgesamt dicker wird. Wie gewünscht setzt nach einigen Tagen neues Wachstum in mehreren Seitentrieben an der Spitze ein. Bilden sich Seitentriebe weiter unten, kann man diese lassen oder auch problemlos entfernen, um das Wachstum nach oben zu beschleunigen. Diesen Seitentrieb hatte ich bis 15 cm belassen und dann erst entfernt, um ihn ebenfalls zu bewurzeln. Hier dann Anfang September die Sugar Dragon S8 und links die Golden Dragon. Die American Beauty hatte ebenfalls Seitentriebe und war deswegen nicht ganz so schnell oben. Golden Dragon hatte ich Anfang September gekappt, hingegen die Sugar Dragon wegen der Rankhilfe etwas höher, 2 Wochen später. Die American Beauty hatte ich erst im Januar 2022 gekappt. Auch die Sämlinge haben Zuwachs, klettern aber noch entlang der Rankhilfe nach oben. Einer meiner ersten Stecklinge, die Golden Dragon, bildet jedoch schon längst die ersten Verzweigungen. Die Verzweigungen bilden einen Schirm, als Vorbild dient der landwirtschaftliche Anbau. Auch die Zugänge aus dem letzten Sommer sind bereits bewurzelt mit 10 bis 15 cm Zuwachs. Die Zugänge aus dem Herbst treiben jetzt erst aus. Ich empfehle daher den Start mit Stecklingen im Frühjahr auf der Fensterbank, spätestens im März. Ich bin jedenfalls gespannt, wie es weitergeht und was im deutschen Klima mit Winterschutz möglich ist. Ich würde mich tierisch freuen, wenn es in der nächsten Saison die ersten Blüten gibt. Bis bald!